Außen knusprig, innen cremig und genau hier läuft das Salzkaramell einfach heraus. Schau dir das an, das Karamell tropft über die Finger, ein perfekter Moment für alle, die süß, salzig und schokoladig lieben. Heute zeige ich dir, wie du diese Spekulatius Tartlets mit Salzkaramell und Schokoladenmus ganz ohne Backen zubereitest. Alle Zutaten und Mengenangaben findest du in der Videobeschreibung. Spekulatius fein zerbröseln und mit gemahlenen Mandeln und etwas Zimt mischen. Geschmolzene, aber nicht heiße Butter dazugeben und gründlich vermengen, bis die Masse leicht zusammenhält. In Törtchenförmchen drücken, je nach Dicke entstehen etwa 6 bis 8 Stück, danach ins Gefrierfach stellen. Die Böden können problemlos auf Vorrat eingefroren und später direkt weiterverwendet werden. Wer möchte, kann das Karamell mit Salz zubereiten, als Salzkaramell mit dieser feinen, leichten, herben Note oder ganz klassisch ohne Salz, wenn man es lieber süßer mag. Den Zucker in einem Topf langsam schmelzen lassen, ohne zu rühren. Erst wenn er leicht Farbe annimmt, mit kleinen Kreisbewegungen rühren, bis er goldbraun ist. Dann vorsichtig mit warmer Sahne ablöschen. Wenn die Sahne leicht erwärmt wird, spritzt es weniger, also lieber nicht direkt aus dem Kühlschrank nehmen. Anschließend kurz einkochen lassen. Dieser Moment entscheidet, wie dickflüssig das Karamell am Ende wird. Wenn sich am Boden etwas festsetzt, einfach weiterrühren, bis sich alles wieder löst und eine glatte, glänzende Soße entsteht. Jetzt Butter einrühren, es sorgt für Glanz und Tiefe im Geschmack. Danach das Meersalz. Lieber Schritt für Schritt dosieren. Manche Salze sind intensiver als andere, also lieber probieren, bis die Balance perfekt ist. Danach vollständig abkühlen lassen. Zwei Drittel der Kuvertüre über den Wasserbad schmelzen, ein Drittel beiseite legen. Die Schüssel darf das kochende Wasser nicht berühren, sonst wird die Schokolade zu heiß und kann verbrennen. Mit kleinen Kreisbewegungen vom Rand zur Mitte rühren, bis sie gleichmäßig schmilzt. Dann das restliche Drittel ungeschmolzene Kuvertüre einrühren, das temperiert die Schokolade und sorgt für Glanz und Stabilität. Wer das Temperieren genauer sehen möchte, kann oben das verlinkte Rumkugel-Video anklicken. Für die Eigelbmasse dasselbe Wasserbad verwenden. Schokolade beiseite stellen, Eigelbe und Zucker in die Schüssel geben und über dem Wasserbad aufschlagen, bis sich die Zuckerkristalle vollständig gelöst haben. Mit 2 Fingern prüfen. Zwischen den Fingerspitzen dürfen keine Kristalle mehr spürbar sein. Wichtig, die Temperatur niedrig halten, sonst gerinnt das Eigelb. Das Wasserbad erhitzt die Masse sanft und verbessert gleichzeitig die Haltbarkeit. Für das Eiweiß eine Prise Salz dazugeben, leicht anschlagen, Zucker langsam einrieseln lassen und zu festem Schnee schlagen. Jetzt alles zusammenführen. Die geschmolzene Schokolade in die lauwarme Eigelbmasse laufen lassen, ohne sofort zu rühren.
Dann die Hälfte des Eischnees dazugeben und jetzt heißt es rühren wie ein Ochse. So hat es mein Berufsschullehrer damals gesagt und das hat sich bewährt. Kräftig und schnell rühren, bis sich alles zu einer glatten, fast emulgierten Masse verbindet. Danach die zweite Hälfte des Eischnees vorsichtig unterheben. Dabei kann es so aussehen, als würde sich die Masse leicht trennen oder sogar etwas gerinnen. Keine Sorge, das ist völlig normal. Einfach weiter unterheben, bis sich alles verbindet. Die Masse wird wieder glatt und cremig, sie flockt nicht aus. Zum Schluss Schlagsahne aufschlagen, wer möchte mit etwas Sahne steif und die Sahne unter die Schokoladenmasse heben. Jetzt ist die Mousse cremig, luftig und stabil zugleich. Die Böden aus dem Gefrierfach holen. Um sie aus der Form zu lösen, einfach die Förmchen ein- oder zweimal leicht auf die Arbeitsfläche klopfen, keine Sorge, sie brechen nicht. In jedes Förmchen zuerst etwas Schokoladenmus geben, löffelweise arbeiten. Dann Salzkaramell in die Mitte und anschließend wieder Mousse darüber geben, bis alles gleichmäßig bedeckt ist. Oberfläche glatt streichen, mit Kakaopulver bestäuben und kühl stellen, mindestens 30 Minuten oder über Nacht, bis die Mousse leicht anzieht. Wenn etwas Schokoladenmus übrig bleibt, dann kann man sie wunderbar in kleine Gläser füllen, unten etwas Karamell, darauf die restliche Mousse, oben leicht mit Kakao oder mit Zimt bestäuben, Folie drüber und kalt stellen. So entstehen noch ein oder zwei edle Desserts, ich habe sie in diesem Fall meinen Nachbarn gegeben. Jetzt kommt der schönste Moment, anschneiden und einfach reinbeißen. Wenn das Salzkaramell herausläuft, glänzt und tropft, genau das ist das Highlight dieses Desserts. Und ja, das darf ruhig kleben und tropfen. Ich konnte nicht widerstehen, habe direkt reingebissen und mir das Karamell von den Fingern abgeleckt, das gehört einfach dazu. Cremig, knusprig, schokoladig, das ist echtes Weihnachtsglück. Wenn du dieses Rezept ausprobieren möchtest, speichere dir das Video und abonniere meinen Kanal für mehr festliche Desserts.